Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gear Time im Stonehenge. Heute haben wir von SE Electronics das Gesamtset, das sich Arena nennt da. Genau, und darüber werden wir heute sprechen und vor allem, wir werden auch Soundbeispiele zeigen, denn wir haben das ganze Set an Schlagzeug gehangen. Ja, hören wir mal rein, los geht's! Whitey. Timson, was ist denn jetzt schon wieder los hier? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wir sollten das mal auspacken. So, jetzt haben wir alles ausgepackt, jetzt steht der Kram hier. Was haben wir denn da hier? Ja, komplett fürs Schlagzeug, eine komplette Mikrofonie, also brauchst nichts anderes mehr. Ja. Wir haben ein wundervolles Kick-Mikrofon, was hat so einen Vintage-Mode, einen modernen Mode. Wir haben zwei verschiedene Pärchen Overheads. Genau, einmal die SE8 und einmal die SE7. Genau, da muss man dazu sagen, ich habe ja eben angekündigt, dass das Arena-Set, in dem Arena-Set sind originär normalerweise nur die SE8 drin und die SE7 nicht. Ja. Die haben wir jetzt noch dazu, die werden wir nachher im Test auch miteinander vergleichen. Ne? Genau. Genau, und dann haben wir halt die V-Beats. Das sind eigentlich so die Mikrofone, die vorgesehen sind für Snare und für Toms. Ja. Und dann haben wir noch das V7X. Das haben wir auch an die Snare gemacht. Das erstmal als Instrumental-Mikro mit Hyperniere, ne? Oder Superniere, ich weiß es nicht. Ne? Ja. Und wir haben diese super Klemmen, die V-Clamps oder V-Clamps, wie auch immer wir sie nennen. Die ich ziemlich abfeier hier, weil das endlich mal Klemmen, die kann ich wirklich positionieren, wie ich sie haben will, und die bleiben einfach stabil. Unglaublich. Ja, also die sind wirklich echt cool, muss ich sagen. Wir haben einen Schlagzeuger heute hier und werden das gesamte Set mal durchspielen und werden zwischendurch einblenden, welches Mikrofon gerade aktiv ist, damit man Einzelmikrofone, aber auch im Gesamtkontext das mal hören kann. Ja, an einem schönen Vintage Rogers Set. Genau. Aus den 60ern. Und wir fangen aber als allererstes an mit den Overheads, mit den beiden Pärchen, wo wir mal reinhören, um darüber dann kurz auch nochmal zu sprechen. Bis gleich! Das waren jetzt die Overheads. Ja, das ist halt, wenn man Drum Sound abmikt, ne, was macht man erstmal ein paar Overheads drauf, schiebt erstmal hoch und guckt, was passiert. Genau. Haben wir auch hier getan und was sagst du dazu bei deiner langjährigen Erfahrung mit Overheads? Also ich glaube, du hast schon hunderte verschiedene Overheads gehört in hunderten Räumen. Was sagst du dazu? Ich möchte mal so sagen, die sind schon etwas spezieller. Aber was mir direkt aufgefallen ist, beim ersten Hochziehen unheimlich punchig. Also klingt fast wie durch einen Kompressor. Ne? Also mich erinnert so ein bisschen an den Buskompressor, den wir hier mal hatten. Da ist direkt so ein Punch-Sound da, ohne dass jetzt irgendwelche fiesen Höhen da sind in den Becken, sondern also die Becken werden super schön übertragen und trotzdem hast du schon ein echt gutes Abbild von den Gesamtdrums. Ich hoffe, das hat man gehört. Also ich habe es definitiv auch gehört. Jetzt tatsächlich, ich fand das bei beiden Mikrofonpärchen, also einmal bei den SE7 und bei den SE8, da hört man natürlich auch noch einen Unterschied zwischen den beiden, aber ich finde, gerade für das Geld, finde ich die Mikros unglaublich, ehrlicherweise. Also, ja, man muss sagen, also die haben beide den gleichen Charakter, eigentlich beide machen diesen punchy Sound und man hört halt einfach, dass die teureren edler sind. Ne? Die sind etwas hochauflösend, etwas weicher und wärmer. Ja. Aber teuer in Anführungszeichen, man muss dazu sagen, ich glaube, das Pärchen SE8 kostet so 300-400 € oder so. Ja, das Pärchen. Ne? Inklusive der wunderschönen Schiene, die noch dabei ist. Die man auch immer braucht. Ja. Die man immer haben sollte, sagen wir so. Genau. Ja, finde ich grandios. Wirklich gute Teile. Auch die SE7, aber trotzdem auch mega gute Mikros. Absolut grandiose Overheads auf jeden Fall. Als nächstes werden wir uns Kick und Snare widmen. Und später werden wir auch noch die Overheads dazu schieben. Aber erstmal, was haben wir an Kick und Snare benutzt?
Ja, der DV-Kick, das haben wir in diesem Fall auf den Modern-Modus angeschaltet. Das hat nämlich diesen Modern und Vintage. Und Modern gefiel uns einfach irgendwie spontan. Für das Set war das hat uns einfach angesprungen, haben wir so belassen. Dann haben wir so einen V-Beat an die Snare gehängt oben und parallel dazu das V7X, genau. Und das gefiel uns dann einen Tacken besser. Weil es irgendwie schon etwas war, irgendwie hochauflösender, der Teppich wurde schöner dargestellt und wir haben einfach mal dann ein V-Beat unter die Snare und das V7X oben. Möchte ich noch erwähnen, extrem wenig Hi-Hat auf dem Snare-Mikro dann, fand voll ich gut. Mega. Voll klasse. Ja. Und passt halt wunderschön zu diesen Overheads. Ja, hören wir mal rein, bis gleich. Das waren Kick und Snare und dazu noch Overheads gefahren. Jetzt haben wir das Set fast beisammen. Fehlt nur noch die Toms. Genau, da haben wir die V-Beat dran gehängt, heißen die, genau. Und das Interessante dabei war, ich fand die so, im ersten Moment fand ich so ein bisschen, ja, nicht so spektakulär, wie ich es erwartet habe. Das Lustige war nur, ich habe ja vorher schon erzählt, wie punchy und kräftig die Overheads sind. Und in dem Moment, wo man die Overheads zu den Toms reinschiebt, dann auf einmal bom, bom, okay, ja, so muss das klingen. Das heißt, also man kann halt feststellen, das ganze Set ist echt tricky aufeinander abgestimmt und es irgendwie, was man in den Videos hört, ist ja alles unbearbeitet, kein Kompressor, kein EQ, ja, das sind die Signale, wie sie sind und man stellt halt fest, man schiebt alles rein und es ist voll da. Ja. Es stimmt wirklich total. Punch-Sound, das ist halt einfach, was mich so begeistert daran. Ja. Also es ist wirklich, kann man sagen, so ein Alleinstellungsmerkmal. Ne? Absolut. Wie gesagt, ich muss es nochmal betonen, das ist aufeinander so dermaßen gut abgestimmt, wie ich es selten gehört habe. Dann würde ich sagen, hören wir mal in die Toms rein und wir fahren danach auch dann, wie gesagt, die ganzen anderen Sachen alles mal mit dazu. Das heißt, am Ende der Sequenz seht ihr dann auch den Gesamtsound oder hört den Gesamtsound. Ja. Bis gleich. Tschüss. So, das war jetzt der Schlagzeug-Gesamtsound. Ich glaube, man hat gehört, was Whitey eben erklärt hat mit den Toms, wie sich das ergänzt. Totaler Fan von dem Ding. Absolut. Und man muss dazu auch sagen, dieses gesamte Set, was hier gerade steht, abzüglich den SE7 Kleinmembran, kostet halt nur 1.000 Euro. Das ist schon krass, ne? Für ein gesamtes Schlagzeug-Miking?
mehr braucht man dann halt nicht mehr. So, also ich bin auch, also habe ich hätte fast gesagt, ja. Meistens kosten unsere Overheads alleine mehr, ne? Ja, so. Ist so, ja. Deswegen, ich bin verdammt überrascht, dass das so klingt, wie es klingt. Ja. Was bieten die anderen Sets dann dafür? Tatsächlich, also es gibt noch 3 andere Sets. Das ist jetzt das Arena, dann gibt's noch das Club. Das ist ein bisschen abgespeckter. Da sind dann auch statt SE8 SE7 Mikrofone drin. Okay. Und dann gibt's noch das Venue, das ist ein noch mal kleineres Set. Die sind dann absteigend. Das Club müsste dann, glaube ich, bei 8,99 liegen und das andere bei 7,99. Irgendwie sowas. Ja. Also wenn man je nach Gegebenheit, was man braucht, wenn man nicht so viele Toms spielt oder wenn man ganz irgendwie rudimentäreres Set aufnehmen will, eignet sich das aber. Also ich kann nur abschließend sagen, für mich ist das kein Einsteiger-Set, sondern das ist ein Set, was einen ganz eigenen Charakter hat, ja. Was für viele Sachen sicherlich eine ganz tolle Wahl ist. Absolut. Definitiv. Ja. Kann man nicht anders sagen. Ja, ganz klare Empfehlung. Wir finden dieses Set verdammt geil. Mega. So. Was man noch dazu sagen kann, wir haben zusätzlich auch noch ein Pärchen RN17 von SE Electronics Rupert Neve da gehabt. Da wird es ein separates Video zu geben, wo wir die nochmal quasi als Vergleich zu den SE8 mit dazu fahren, beziehungsweise tauschen. SE7, SE8 und die, genau. Können wir dann nebeneinander nochmal dass man das auch nochmal quasi auch nochmal mit irgendwie einordnen kann. Genau, das heißt, man hört auch das Drumset mit halt nochmal extrem hochwertigeren Overheads. Genau. Aber darauf werden wir tatsächlich in einem separaten Video dann nochmal eingehen, wo es dann nur um diese RN17 Mikro gehen wird. Ja, danke fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal. Und schreibt uns gerne in die Kommentare, wenn ihr dieses Set habt, was haltet ihr davon? Was benutzt ihr normalerweise an den einzelnen Schlagzeugteilen? Ja, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.